Wie man sieht, hatte ich in Tschechien richtig schön Sonnenschein. Leider waren es tagsüber -6 und nachts bis zu -12 Grad. Da habe ich dann auch nicht mehr gezeltet. Das war mir einfach zu kalt. Die Straßenverhältnisse waren auch erstmal wirklich ideal. Bis auf die letzten 100 Kilometer vor Österreich war auf einmal alles vereist. Und ich musste teilweise 15 Kilometer am Stück mein Fahrrad schieben und immer versuchen, die Balance zu halten. Und das war echt nicht einfach. Ja, lange Pausen sind auch nicht drin bei den Temperaturen und nach ca. 5 Minuten werden die Hände und Füße auch kalt und da muss man nochmal ca. 15, 20 Minuten richtig strampeln, bis es einem wieder lecker warm wird. Zum Ausgleich hat man aber eine herrliche Schneelandschaft um sich herum und das meist auch ganz allein. Österreich war echt klasse. Zuerst habe ich den Alois getroffen, der mir dann Wien gezeigt hat. Und nachher sind wir noch zu einem Bekannten von ihm gefahren, der dann meine Bremsen neu justiert hat und auch nochmal sich allgemein mein Fahrrad angeguckt hat, bevor ich dann weitergefahren bin. Und ja, das war schon echt klasse. In Bratislava hatte ich einen kurzen, aber schönen Stopp. Da habe ich nochmal Ex-Kollegen getroffen, die mir auch nochmal Proviant für die Weiterreise gegeben haben. In der Slowakei und Ungarn hat es zwar auch noch geschneit, aber es war lang nicht mehr so kalt wie in Tschechien und dann doch sehr angenehm zu fahren. Und schon wieder habe ich richtig Glück mit dem Wetter, wenn ich eine Großstadt besichtige. Hier in Budapest, gerade an der Fischerbastei. Und nachher sieht man auch schön das Parlament. Häufig waren im Winter auch Strecken gesperrt und die Umwege waren dann sehr, sehr schlammig und da musste man dann auch oft leider schieben. Meinen bisher schönsten
Campingspot hatte ich dann in Südrumänien und die nächsten 2 Tage waren grandios die Donau entlang. Bis nach Orsova waren es ca. 130 Kilometer und das war echt ein Traum. In Rumänien hatte ich viele unangenehme Begegnungen mit wilden Hunden, aber hier, als ich einmal gefrühstückt hatte, hat mich der eine Hund im Hintergrund vor den anderen Hunden beschützt und dann hat er auch mal ein Salamibrot von mir bekommen. Links der Donau entlang sieht man auch eine imposante Steinstatue von einem alten König. Hier bin ich auch schon in Bulgarien angekommen und circa alle 500 Kilometer checke ich dann meine Kette, die wird dann neu geölt oder alles wird mal nachgezogen und dann bin ich auch wieder bereit und es geht weiter. Also wer Höhlen mag, ist hier in Bulgarien echt gut aufgehoben. Hier sieht man die Prohodna Höhle und später die Devetaška Höhle. Echt toll. Zwischen den Höhlen bin ich schöne, ruhige Landschaftswege entlang gefahren mit einem herrlichen Panoramablick auf das Balkangebirge. Hier geht es das Balkangebirge hoch und ab ca. 800 Höhenmetern gab es auch schon wieder Schnee, aber die Straßen waren erstmal frei und es war gar nicht so schwer. Oben angekommen habe ich dann ein bisschen weiter entfernt einen eingeschneiten Turm gesehen und zwar war der Weg dahin ein bisschen schwierig und ich musste mein Fahrrad durch tiefen Schnee da hochschieben, aber der Anblick und Ausblick da oben hat sich einfach gelohnt und so ein bisschen sah der eingeschneite Turm auch aus wie bei Game of Thrones und ja, das hatte schon was Schönes.
Das Navi hat mich nach Bulgarien noch ein kleines Stück durch Griechenland geschickt, was eigentlich ganz nett war, bis auf die Schlammstraßen, die dann nochmal richtig Zeit gekostet haben. Jetzt geht's erstmal zur türkischen Grenze und es wird auch nicht mehr lange dauern, dann werde ich den Kontinent Europa verlassen und ich bin schon richtig gespannt, was mich alles in der Türkei und danach so erwarten wird. Und ich verspreche auch ein bisschen mehr dann auf meine Ausrüstung einzugehen. Aber es war bisher einfach zu kalt und die Tage einfach zu kurz. Aber das wird sich ändern.